Die Weichheit im Ansatz zurückgewinnen. Oft ist es ja so, man hat 2 Wochen Urlaub, spielt weniger oder gar nicht. Oder man hat sehr, sehr anstrengende Auftritte hinter sich und auch hier, das Lippenmaterial ist verkrampft, ist fest. Und hier ist es eben wichtig, dass man seine Lockerheit wieder zurückgewinnt bzw. sich zurück erarbeitet. Wichtig ist natürlich hier Druck reduzieren. Damit meine ich nicht nur den Druck vom Mundstück gegen die Lippen, sondern auch Lautstärke. Also Luftdruck in dem Fall ebenfalls. Wir bewegen uns in einer Lautstärke um den Mezzo-Piano-Pegel herum, roundabout. Kann natürlich etwas mehr sein, kann natürlich etwas weniger sein, je nachdem. Wichtig ist nur, dass du so locker wie möglich spielst. Oft hilft uns hier zum Beispiel tiefe Töne aushalten. Das heißt, wenn du also hier beim C1 startest und nach unten gehst, locker die Trompete, das Mundstück ansetzen und dann locker die Lippen einschwingen lassen. Erst kommt ein bisschen ein Luftgeräusch und dann schwingen die Lippen dazu. Leichter wird es auch, wenn du die Lippen hier im Mundstück etwas anfeuchtest. Das nasse Lippenmaterial schwingt leichter ein als das trockene. Und dann gehst du eben chromatisch nach unten. Und so weiter und so fort. Also hier absolute Weichheit, keine Anstrengung, nur hören, Luft fließen lassen, Piano das Ganze gestalten. Wenn du zum Beispiel aber merkst, oha, ich drücke meine Trompete, das Mundstück, extra, beziehungsweise eventuell sogar unabsichtlich, Angewohnheit, Mundstück fest gegen die Lippen, dann hilft es dir immer, wenn du dich bemühst, die Trompete etwas lockerer anzusetzen. Da gibt es verschiedene Tricks, da gibt es auch einen Adapter, der eben den Druck reduziert bzw. visuell hörbar macht. Sobald du zu viel Druck aufbaust, ist eben hier kein Klang mehr da. Das lasse ich jetzt mal heute außen vor. Wichtig ist hier aber, dass du zum Beispiel die Trompete, naja, sagen wir mal, nicht aufhängst, aber auf eine Art und Weise vor dir hältst, die dich eben dazu bringt, locker spielen zu müssen, weil sonst die Trompete zum Beispiel ausweicht. Du kannst es auch hier machen, ne, am Mundrohr und Trichter auf den Fingern balancieren und sobald du hineinbläst und zu viel Druck aufbaust, rutschen eben die Finger und du spürst auch, zu viel Druck aufgebaute Trompete rutscht weg. Oder manche machen es auch so, legen die Trompete zum Beispiel auf den Tisch und knien sich vor den Tisch und dann pusten sie rein und sobald zu viel Druck aufgebaut wird, rutscht eben die Trompete nach vorne, also von einem weg. Auch das ist eine Möglichkeit. Mir ist es immer ganz lieb, dass ich die Position habe, die ich normalerweise beim Üben auch habe, also stehend oder sitzend, je nachdem, für was man sich da entscheidet und dann eben versucht zu spielen. Das ist bei den tiefen Tönen natürlich wesentlich einfacher als bei den hohen Tönen, aber wir beginnen erstmal beim tiefen C1. Auch das lässt keinen Druck zu. Du merkst, sobald du etwas mehr aufbaust, rutscht die Trompete weg. Ich muss das Lippenmaterial also hinter der Trompete etwas anspannen, aber insgesamt ist hier wirklich minimaler Kontakt da. Ihr habt es auch gehört, die Luft entweicht teilweise links und rechts. Das heißt, die Arbeit passiert hinterm Mundstück, eben mit unserem Ansatz, mit unserem Lippenmaterial. Und so merkt man auch, ich habe keine Belastung, sondern ganz im Gegenteil, das hat alles geschwungen, es kitzelt auch, also sogar über die Lippen, über den Lippenbereich hinaus, hier bis eben in die Backen rein. Da merkt man richtig, oha, was hier alles beteiligt ist, beziehungsweise von der Vibration noch zum Schwingen animiert wird. Da ist auf jeden Fall ganz viel Lockerheit da. Das ist keine Verspannung oder Verkrampfung oder zu viel Druck seitens des Mundstücks auf die Lippen, auf den Ansatz. Dementsprechend kann man hier sehr, sehr gut eben 10, 15 Minuten täglich damit verbringen, sich Weichheit und Lockerheit wieder ins Lippenmaterial einzuarbeiten. Wenn du also so ein kleines Warm-up gemacht hast, so nenne ich es jetzt einfach mal, eben locker die Lippen hast schwingen lassen, dann geht es letztendlich ja zu den
sagen wir mal, Etüden oder zu deinen Stücken, die du ja sowieso trainierst. Und da ist es jetzt wichtig, dass du auch hier die Lautstärke erstmal reduzierst, weil eben dann weniger Druck notwendig ist, Luftdruck und auch Druck vom Mundstück gegen die Ansatzmuskulatur. Und somit gehst du wieder einen Schritt in Sachen weicher spielen. Wichtig ist dort, dass du auch hier die Atmung nicht vernachlässigst. Letztendlich bringt uns die ja immer nach vorne, beziehungsweise die ist ja immens zuständig für den Klang. Sobald ich zu forciert hineinpuste, klingt der Ton auf dementsprechende Art und Weise. Mache ich zu wenig, hängt der Ton von Intonation durch. Also kümmere dich um deine Atmung, um den Luftfluss, Luftdruck reduzieren in diesem Fall. Ja, da kannst du zum Beispiel Sachen spielen wie das wäre so ein kleiner Ausschnitt aus der Clark First Study, also nicht der Second Study, sondern der ersten. Da geht es immer so eine übermäßige Quarte, verminderte Quinte nach oben und eben wieder zurück. Das Ganze chromatisch gestaltet, wunderbar. Und dann, wenn du zum Beispiel beim G1 am Ende ankommst, kannst du auch noch die Oktave dazu spielen. Und so trainierst du eben den Luftfluss in einer gewissen Lage, übermäßige Quarte, verminderte Quinte hoch, wieder runter, Oktave tiefer den Ton. Und so kannst du bei den tieferen Lagen auch die Pedaltöne gleich mit einbauen. Und wenn du eben in der höheren Lage dich bewegst, gleich immer die Ausweichung nach unten in die Oktave, wo es eben dann locker läuft. Eben dort ist es wichtig, dass die Lippen nicht verkrampft sind, damit der Ton überhaupt einschwingen kann. Na, und so baut man sich so einen kleinen Werkzeugkasten an Übungen für eben das Lockerheitstraining, so nenne ich es jetzt einfach mal, zusammen, um eben immer wieder darauf zugreifen zu können, was passiert, wenn du verkrampft bist. Was nimmst du am besten als Restart nach dem Urlaub? 2, 3 Wochen weg gewesen, jetzt startest du wieder neu, machst locker, machst weich, machst mit Luft, machst ohne Druck und du wirst sehen, sehr schnell kommt das gute Gefühl wieder zurück und du kannst dementsprechend auch dann das Ganze auf die Trompete umsetzen und auch klangvoll spielen. Nicht forciert das Ganze, weich und warm vom Sound her, locker und weich eben vom Material. Und dann gehst du eben die nächsten Schritte und gehst wieder in deine Etüden, in deine Konzertliteratur, in deine Orchesterliteratur und bereitest dich eben wieder auf die ersten Proben bzw. Auftritte vor. Wichtig ist immer, dass man sich hier Zeit nimmt und nicht zu überstürzt in das ganze Thema startet, denn das verkrampft nur sehr und man spielt eben wieder forciert. Und das möchte man ja tunlichst vermeiden und eben die Weichheit, die Lockerheit, den offenen, runden Klang erreichen und nicht dieses bohrende, verbissene, feste. Genau dagegen wollen wir eben anarbeiten und da ist es eben wichtig, dass wir uns Zeit nehmen, Schritt für Schritt mit Sinn und Verstand das Ganze ausgestalten und dann wird es innerhalb von einer Woche auch wieder sehr gut funktionieren. Wie startest du wieder mit der Lockerheit in deinen Ansatz? Welche Übungen machst du, damit eben das wieder weich wird? Schreib es in die Kommentare, ansonsten lass gerne am Ende ein Like und Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.